德国有一个被主流媒体定性为极右的政党，叫德国选择党。这个中文名字听起来怪怪的，其实该党的创立就是想给选民另一种选择，而不是总是去选那些所谓的传统党派。选择党党魁维德尔博士在党内被推举为代表该党角逐德国下届总理。德国国家电视2台最近罕见邀请了他做了一次电视访谈，主要谈及德国选择党所谓亲俄立场，德国是否应该向乌克兰提供德制中程导弹，以及如何与特朗普相处。最后呢，还谈及了德国目前变成孤家寡人，甚至连中国人也不喜欢德国人了。主持人数次粗暴打断对方谈话，最后弄得虎头蛇尾，德国脱欧话题草草收场，显示出该国家媒体的特定立场，以及这位主持人的专横无理、低素质，遭评论区网友们愤怒吐槽。我们先来看看一刀未剪的访谈录。Björn Höcke hat gesagt, falls er Kanzler werden würde, würde er als erstes nach Moskau fahren. Sie auch? Wer ist der wichtigste Bündnispartner Deutschlands in Ihren Augen? Also zunächst einmal ist es wichtig, Frieden zu stiften in der Welt, allen voran in der Ukraine. Und das entscheiden nur Washington und Moskau. Dementsprechend würden meine beiden ersten Reisen in diese beiden Städte führen, denn wir brauchen Frieden in der Ukraine und das kann man nur erreichen mit den USA und mit Russland zusammen. Welche Position hat denn in Ihren Augen da die Ukraine? Sollte die Ukraine nicht vor allen Dingen mitreden beim Frieden in der Ukraine? Ich glaube, dass die Ukraine weitestgehend die Entscheidung aus der Hand gelegt hat. Das wird in Washington tatsächlich entschieden und in Moskau. Man muss sich dort einigen, natürlich auch die Interessen der Ukraine und auch Russland vertreten. Und was in der Diskussion meistens vergessen wird und ausgelassen wird, ist, dass auch die ukrainische Bevölkerung endlich einen Frieden haben will. Und wir müssen das sinnlose Sterben beenden. Denn in der Geschichte war es immer so, dass am Ende eines Krieges ein Frieden steht. Darum so schnell wie möglich diesen Krieg zu beenden und nicht noch die Eskalationsspirale weiterdrehen, wie das Friedrich Merz tut mit der Androhung der Taurus-Raketenlieferung. Das würde Deutschland direkt zur Kriegspartei machen und uns einer unmittelbaren Gefahr aussetzen, sodass die erste Rakete aus Russland nicht nach Kiew fliegt, sondern nach Berlin. Darum muss man den Kriegskanzler Friedrich Merz unbedingt verhindern. Frau Weidel, Frieden wollen alle. Die Frage ist ja, wie man zu Frieden kommt. Sie zum Beispiel sprechen tatsächlich davon, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet hat. Und trotzdem wollen Sie der Ukraine Finanzhilfen und Waffenlieferungen versagen. Das würde ja bedeuten, dass Russland mit seinem Angriffskrieg am Ende Erfolg hat. Wir würden nicht nur Waffen und finanzielle Hilfe versagen, sondern vor allem deutsche Soldaten. Friedrich Merz von der CDU will genau das Gegenteil, aber damit beenden sie keinen Krieg. Das heißt, die Ukraine als auch Russland müssen in Friedensverhandlungen. Friedrich Merz hat nicht gesagt, dass er deutsche Soldaten schicken will. Aber das würde die Lieferung von Taurus bedeuten. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Das möchte ich Ihnen gerade erklären, was das bedeutet. Friedrich Merz, ich möchte es Ihnen erklären, weil es falsch ist, was Sie sagen. Friedrich Merz fordert die Lieferung von Taurus, einer deutschen Mittelstreckenrakete, an die Ukraine. Taurus erreicht Moskau. Das wäre die rote Linie für Putin. Und Taurus kann nicht bedient werden von irgendwelchen Ukrainern. Taurus wird bedient von deutschen Soldaten. Das heißt, deutsche Soldaten müssten zur Ertüchtigung von Taurus in die Ukraine geschickt werden. Und das ist die rote Linie. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Das ist unseriöse Außenpolitik von Seiten der CDU, die die Kriegsgefahr für Deutschland absolut drastisch erhöhen würde und für ganz Europa. Lassen Sie uns diesen schrecklichen Krieg endlich beenden. Und darum muss man auch die Alternative für Deutschland wählen, um das Schlimmste zu verhindern. Frau Weidel, ich sehe, Sie sind schon voll im Wahlkampfmodus. Friedrich Merz hat noch nie deutsche Soldaten in die Ukraine schicken wollen. Das kann ich, glaube ich, an dieser... würde das bedeuten. Ich habe es gerade erklärt. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ich wüsste gerne von Ihnen, Sie setzen ja auf Russland als einen verlässlichen... Nein, nochmal, Sie sagen es nochmal falsch, Frau Zimmermann. Ich muss auf die Richtigkeit bestehen.
Nein, Sie haben es noch mal falsch gesagt. Sie müssen sich in die Materie einlesen. Taurus kann nur bedient und abgeschossen werden mit deutschen Soldaten. Das heißt, die Forderung von Friedrich Merz würde eine unmittelbare Stationierung von deutschen Soldaten in der Ukraine bedeuten. Frau Weidel, genau das fordert Frau Weidel, Sie wissen, dass auch ukrainische noch mal Soldaten daran trainiert werden könnten, an diesen Geräten und schon lange hätten trainiert werden können, wenn das möglich ist. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal sagen, Sie setzen ja auf Moskau als verlässlichen Partner. Wir haben im Beitrag gesehen, es gibt einige AfD-Abgeordnete, die den Kontakt zu Russland immer wieder suchen. Warum glauben Sie, dass Russland ein verlässlicher Partner sein und werden könnte? Wir setzen nicht nur auf Moskau allein, allen voran auf Washington. Ich suche den Kontakt zu Washington. Sie wissen aus der unsäglichen Hetze gegen den Präsidenten Trump, auch der deutschen Mainstream-Medien, dass ich mich für Donald Trump eingesetzt habe, der jetzt nun designierter Präsident der Vereinigten Staaten ist. Und ich bemühe mich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das muss ich Ihnen ganz offen sagen, weil ich halte ihn für einen wichtigen Partner für Deutschland, den die Vorgängerregierung absolut verprellt haben. Wir sind kein verlässlicher Partner mehr. Deutschland war weltweit noch nie so unbeliebt, vor allen Dingen im Euroraum nicht. Die Franzosen mögen uns nicht, die Polen mögen uns nicht, die Ukrainer auch nicht, die Russen nicht mehr, die Chinesen nicht mehr, die US-Amerikaner nicht mehr. Das ist das Resultat einer unseriösen Außenpolitik von Annalena Baerbock, die gelinde gesagt überhaupt gar keine Ahnung hat von Außenpolitik. Ich wollte gerne wissen, warum der Sie Regierung auf Russland und nicht mal setzen. als Praktikantin. Annalena, ich wollte Ihnen einfach nur sagen, Annalena Baerbock Ja, das wäre wollen nicht Sie mir einmal sagen, als aber ich wüsste gerne von Praktikantin Ihnen, warum Sie auf Außenministerium Russland genommen setzen. werden. Und darum ist es, das habe ich Ihnen gerade, ich habe Ihnen gesagt, dass wir auf alle Partner setzen müssen. Deutschland steht aber völlig isoliert da. Und das haben Sie allein da gesehen, dass bei dem Besuch von Trump mit Zelensky und Macron die Deutschen gar nicht mehr am Tisch gesessen haben. Ich würde gerne noch mal kommen auf die Frage der Verteidigungspolitik auch. Sie haben in Ihrem Parteiprogramm stehen, dass die Wehrpflicht eingeführt werden soll. Jetzt im Leitantrag für das Wahlprogramm steht das nicht mehr drin. Warum konnten Sie Ihre Position, die ja für die Wehrpflicht ist, da nicht durchsetzen? Der Leitantrag ist noch nicht abgestimmt. Das Programm wird auf dem Bundesparteitag entschieden. Ich kann meine Kollegen sehr gut verstehen, die die Wehrpflicht herausgestrichen haben. Es geht die Angst um, die ganz großen Bedenken, dass bei einer Wiedereinführung der Wehrpflicht unschuldige deutsche Soldaten nach Russland, in die Ukraine geschickt würden. Und das ist die Angst und das sind die Bedenken dabei, die Wehrpflicht einzuführen. Nichtsdestotrotz muss die Bundeswehr ertüchtigt werden für die Landesverteidigung. Und dementsprechend werde ich auch dem Änderungsantrag zur Wiedereinführung der Wehrpflicht im Januar zustimmen. Denn man muss hier an der Stelle differenzieren. Aber letztendlich wird das der Bundesparteitag abstimmen, bei vollem Verständnis für meine Kollegen, die irgendwo auch in ihrer Position Recht haben. Der letzte Punkt, Frau Weidel, bitte sehr kurz. Sie fordern einen Dexit. Ihr ehemaliger Arbeitgeber, die Bank Goldman Sachs, hat berechnet, dass der Brexit die Briten 5,6% ihres Bruttoinlandsprodukts gekostet hat. Wie können Sie die Forderung nach dem Dexit damit zusammenbringen? Bitte kurz. Es kommt auf den Zeitraum an, der dort in Betracht gezogen wurde bei den Berechnungen. Wir konnten keinen Verlust im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in den, ich habe Sie nur schlecht verstanden. Entschuldigung, was war Ihre Frage? Meine Frage war, wie Sie den Brexit vertreten wollen. Es ging um eine Berechnung von Goldman Sachs dazu, aber nur noch 15% der Briten sind inzwischen der Ansicht, dass der Brexit eine gute Idee war. Ich muss leider an dieser Stelle beenden, das Gespräch. Frau Weidel, sicherlich haben wir demnächst noch mal eine Gelegenheit dazu. Vielen Dank und einen guten Abend nach Zürich. Sehr gerne. 接下来我们来看看德国网友们的愤怒吐槽，目前已超过7500条评论。第一条评论，在我看来，首先应该废除这些强迫我们缴费的电视及网络频道。下一条评论，
难道德国二台不应该保持政治中立吗？我们继续往下。这位主持人一如既往的像个政府发言人，让人尴尬万分。德国的媒体风景线太差了。我们再往下。这个主持人真是不可理喻，偏见满满，不宽容，信息片面，这不是严肃的新闻报道。下条评论可以很好的看到，主持人因为不断遇到维德尔犀利的话语，而不得不改变他的问题。亲爱的德国二台，你们已经死到临头了。继续往下。哇，我先看了评论，然后才看完访谈。我也同意大家对主持人的行为非常不尊重人的看法。在民主社会里，所有的声音都应该被听到，而不仅仅是那些与你意见一致的声音。我们继续往下。令人难以置信的是，主持人竟然在最后取消了节目，简直太不尊重嘉宾了。下条评论，这个主持人简直不可理喻，但凡他还有点素质，就应该让对方把话说完。好，我们往下吧。如果你不断打断嘉宾，那就不是主持人了。所有的公共广播电视台都必须滚蛋。好，我们再往下。当我看到提到德国面临战争危险时，主持人脸上那愚蠢的笑容时，我真的感到很恶心。下一条评论，很难相信所谓的优质媒体今天在做什么。我向嘉宾维德尔博士表示敬意。继续往下。我们在小学就学会了不要打断别人说话，因为这通常被视为无礼。我们很快就意识到，这位主持人根本不尊重爱丽丝·维德尔。主持人肯定不会这样打断别人说话，这让本次访谈看起来完全不严肃。好，我们继续往下。有谁知道提供武器给乌克兰拯救了多少人的生命？这位主持人是有多无能和粗鲁啊！我们再往下。谈及德国可能面临战争危险时，主持人竟然笑了起来，令人难以置信。下一条评论，我不是选择党的选民，但主持人完全没有职业素养。好，继续往下。每次看到那个主持人老是插嘴，我都想吐。不管对面是谁，我们还得为此被强迫缴纳广播电视费。好，朋友们，大家可以看到接下来的评论啊，都是在吐槽、大骂那位主持人的无理，以及挺嘉宾维德尔的。甚至有的人说，维德尔就是下届德国总理了。好，我们继续往下。这里至少可以对节目发表评论，而德国电视一台干脆关闭了评论功能，这也是我不再收看它的原因。一个有责任感的公民应该有机会表达自己的观点，并听取其他意见。我喜欢先看评论，人们怎么看这个节目，哪些人看这个节目，然后我再看节目，形成自己的观点。下一条评论，虽然我是 BSW 党的选民，但我完全同意维德尔夫人在这次访谈中关于向乌克兰提供德国金牛座中程导弹、义务兵役制度和关于德国外长贝尔伯克的观点。主持人的素质太低了。我们再往下。维德尔博士太棒了，一如既往，完全称职，言语犀利，这才是真正的德国总理，加油！值得投票的只有德国选择党了。下一条评论，主持人真的是一窍不通。作为一名为国防工业委托测试系统的工程师，我不得不说，使用此类武器需要扎实的工程基础知识，这绝不是玩 PlayStation 那么简单。德国的军事工程师要不间断支持远程使用这些设备，并提供建议。主持人说的话非常肤浅，一窍不通。我们再往下。我喜欢维德尔女士，因为她说话直截了当，不会拐弯抹角。那位主持人应该努力提高自己的沟通技巧。我认为他绝对不会对其他政治人物或其他任何人说如此不敬的话，非常非常没有职业素养。下一条评论，主持人，你算什么东西啊？自己到前线去吧。维德尔夫人说的太对了。下一条评论，
在左翼国家广播电台的狮子笼中，一位当之无愧的德国总理候选人表现得非常冷静。好，朋友们，接下来又是一片骂声，当然是骂那位主持人了。然后这些人几乎都是挺维德尔博士的，也就是那位女嘉宾。好，我们继续往下。这个主持人太操蛋了，他从来不让维德尔夫人说完，而是到处插话。这可能是大义立场的对话，但爱丽丝·维德尔夫人却一如既往自信地坚持自己的观点。我为维德尔夫人感到骄傲。下一条评论：感谢维德尔博士，是时候实现和平，是到了政治理智的时候了，是时候为德国着想了。我们继续往下。作为德国公民，我要求允许爱丽丝·维德尔发言。是德国电视2台脑子进水了还是什么？为此，我得支付广播电视费。给我们看的是掐头去尾的对话，令人愤怒。好，我们看最后一条评论。这个德国电视2台的节目让我很纳闷，我为什么要支付广播电视费？我不想看这么烂的节目，虽然我不看，但我不得不付钱。快取消这种强制性的费用吧。哈哈，朋友们，这期节目的网友评论确实一边倒，那就是挺德国选择党党魁，吐槽德国电视2台那个毫无职业素养的主持人。虽然这个主持人总是试图打断嘉宾说话，最后实际上反而帮助了嘉宾获得了潜在选民的同情与好感。你们也是这么看的吗？好了，本期节目就到这里，谢谢大家，我们下期见。